So Leute, wir schauen in Alan Wake 2 rein. Die Fans mussten jahrelang warten, bis es eine neue Episode von Alan Wake gibt. Und ich habe damals Alan Wake 1 auch nur ein bisschen gespielt, nie durchgespielt, bin ehrlich gesagt auch nicht so richtig spielerisch mit dem Spiel warm geworden, aber ich habe es vielleicht auch zu wenig gespielt. Und deshalb, bevor ich jetzt in Alan Wake 2 starte, wollte ich mir noch mal ein kleines Recap angucken. Und habe auf YouTube etwas gefunden, und zwar von Sam Lake selber zusammengefasst, was bisher geschah bei Alan Wake. Ist auf Englisch, ich hoffe, ihr kommt damit klar. Es hat, glaube ich, sogar Untertitel. Wir schauen mal, was Alan Wake sagt und uns nochmal zusammenfasst, was bisher geschah. Career. Alan Wake? Oh God, I am your biggest fan. The story of Alan Wake, his American Nightmare DLC, and Ventures into Control is one full of twists and turns through dreams and reality. To help us untangle the tale is Remedy creative director Sam Lake, who has kindly recapped the horror writer's past for us as concisely as possible. Or at least that was the aim. Okay, let's see where we get. 5 minutes is pretty tight. Ahead of Alan Wake 2, here is the Alan Wake story so far. My name is Alan Wake. I'm a writer. Alan Wake is a New York-based successful writer. He has made his career hugely successful writing these hard-boiled crime books set in New York. But he is not satisfied. He's struggling with his life. He's struggling with his marriage with his wife, Alice, who is a photographer. He just feels that this commercial literature, he's seen all of it. He wants to move and do something more about kind of like from him and more artistic. So he kills off his cash cow, Alex Casey. And then he hits a block and he discovers that he tries to write, he can't. His life is spiraling out of control. He's drinking too much and arguing with his wife. And ultimately, Alice suggests that they should just go away and have a break and kind of have a vacation. It's kind of a last-ditch attempt to fix their marriage. So they go on a vacation to Pacific Northwest. This kind of an idyllic, beautiful, majestic landscape, quirky, idyllic small town setting of Bright Falls. We need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord, a Mr. Carl Stuckey. He's waiting for us. And they have rented the cabin. And they arrive. There is some confusion. They don't meet the landlord who is supposed to deliver the keys and directions. Instead, Alan meets this kind of a creepy old lady in a funeral costume, Barbara Chacker, who hands him the keys and directions. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. They go to the cabin. They are slightly surprised that it's not what was advertised. It's this, but it's gorgeous. It's this small island on this caldera lake called Cauldron Lake. They settle in. That's when Alice reveals that she's been in talks with a local doctor called Dr. Hartman. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. Maybe so now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not... He gets really mad about this. He doesn't want to do anything. He didn't come here to write. He storms out of the cabin, cools off, and then suddenly he hears Alice screaming for help. He rushes in, sees her disappear off the edge of the balcony, feels that she has fallen in, dives after her, everything goes black. He wakes up in a car crash on a forest road at night, confused, starts to find pages of a novel, the title page, like saying that he's the writer. He can't remember writing any of this, but the title of the book, Departure, is what he has been mulling in his mind. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. These pages are clearly a horror story, talking about this kind of a supernatural force of darkness waking up and starting to take over the locals. All of this starts to come true. He runs into the landlord that they missed. He's covered in shadows, angry, crazy, attacks him. He manages to defend himself with a flashlight. And so light is an active mechanic against forces of darkness. And then kind of getting to back to civilization from the forest, he runs into the local sheriff, and she
is saying that there is no island. There used to be an island on the lake. There is an active volcano under the caldera. There was an earthquake in 1970 and the island sunk in. There is no island. You look like you've taken a pretty bad knock to the head. So he is confused, he's struggling, trying to piece it together. His agent, Barry Wheeler, comes to help him. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. He keeps finding more pages and this horror becomes like more and more real around them. There seems to be this some sort of a force of darkness, the dark presence, trying to get him. He ends up at the clinic, and Dr. Hartman is claiming that Alice drowned, and he is kind of blocking that out and coming up with this fantasy to deal with it. And he should stay at the clinic under his care. But there are other patients there as well. There are these old crazy rockers, Tor and Odin Anderson, who used to have a heavy metal band. They are saying, this is happening for real. This is a special place. Art can kind of like change reality here. It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. And they give him directions to act upon. He decides to trust them, the crazy guys, instead of this doctor. Escapes, experiences some visions that show him the missing week, diving into the lake and waking up in the crashed car where he's been trapped in the cabin, because we find that there is this kind of an opening into a nightmare dimension under Cauldron Lake. He calls it the dark place. It's kind of this nightmare dream reality, and he was trapped there for a week. Barbara Jagger, this old lady, who is also the dark presence, made him, holding Alice hostage, made him write this story that would have this fiction come true and release the dark presence and empower the dark presence. I wrote it. It's my fault. But he started to understand this because this has happened before, and he was finding evidence that in late 60s, there was this other artist, this poet living at Cauldron Lake, Thomas Zane. His fiancée, Barbara Jagger, they were there. And ich verstehe es nicht so ganz. Was? Also. Er hatte Writers Block und am Ende kam raus, ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht mal wiedergeben. Er hat Alice ist gestorben und alles, was er schreibt, passiert? she drowned. Then he started figuring out that this place has power and fiction can change reality, and he wrote her back to life. But because these forces of darkness in the dark place are affecting reality, actually she came back wrong. It was actually the dark presence in her shape. And he realized his mistake. He tried to correct it. He killed her, carved out her heart, and he was an enthusiastic diver. So he tried to kind of rewrite reality to take all of his mistakes out and dove into the lake with her and disappeared. She stole the skin of my Barbara a long time ago. She looks so old. I will show you this. A light switch. See? Alan Wake's background. As a child, he was afraid to go to sleep. He was seeing a lot of nightmares. Mother had given us kind of a chunk toy and said that this is from your father. It will make the scary things go away. When Alice was afraid of the dark, he gave it to her. And now he finds it as if it had been left behind by Thomas Zane as a gift for him. With fiction coming true, we have this confusion and these open questions like, how did Thomas Zane know about this? Did his writing back in the day affect what Alan Wake is experiencing, change reality around him? Or is it now Alan Wake's writing conjuring up Thomas Zane as a helper for him? We don't know. He gets the clicker. It's a powerful tool against forces of darkness, a light switch.
I can get to her now. I can finish this. He dives into Cauldron Lake, goes into the dark place, finds the cabin there, faces Barbara Jacker, the dark presence there. She has a hole in her chest because Thomas Zane cut out her heart, shoves the light switch in, flicks the switch, light blooms, and the dark presence is banished. He writes in that cabin, in the dark place, an ending to the story, because there was no ending. It needs to follow certain laws of drama. At least to him it's important that this fiction comes true. And he writes Alice out from the prison that the dark presence trapped her in the dark place. He has to pay a price, so he is stuck in there. And that's where we leave him. It's not a lake. It's an ocean. Alan, wake up. We had downloadable episodes. They show his crazy struggle in the dark place. It goes pretty kind of wild and nightmarish. And we have this idea that because it's really kind of taxing and it's hard not to go crazy, he kind of goes crazy. And we split him apart. So the crazy part is stuck in the cabin, but we are actually playing an aspect of him trying to get to that cabin to kind of fix things. In the end, he does. And he sits down to write a new story to escape. My name is Alan Wake, and I'm a writer. Then Alan Wake's American Nightmare came out. Early on in his career, he was screenwriting for this anthology show called Night Springs, which is kind of an anthology show of horror and sci-fi and speculative fiction. Night Springs. He wrote some episodes, and now, desperate in the dark place, he's kind of like trying many different things because he keeps failing. He tries to write fiction that would allow him to escape, change the dark place around him to open up and release him. But it's very tricky. Boiling the context of how we see American Nightmare is, it's one failed attempt in the context of an episode of Night Springs. We bring in Alan Wake's dark double called Mr. Scratch that we already introduced in the main game. He's the villain. He's trying to get to Alice. Show yourself! Whatever you say, buddy! And we are also kind of building this idea that while he is in the dark place writing, he is seeing some glimpses and visions from our world, from the real world, and using them in his writing, trying to make it more real so that the parts that he adds and changes and nudges would come true more readily. So we have Alice with her photography and her video installation art on a festival in Night Springs. Mr. Scratch seemingly has escaped and is threatening her, and Alan tries to stop Mr. Scratch. We are also bringing in elements of, well, the dark place is really messed up because it's kind of a dream logic reality. There is this kind of a looping that he keeps on going through. In the end, he succeeds in defeating Mr. Scratch. It's left open for interpretation. We see Alice's art, which is this video of their earlier holiday when they were happy, and they are reunited in the form of that projection of that film. And it was kind of left like, is this a happy ending? He is still stuck in there. So it's one example of a story he tries to write to escape, but it's a failed attempt. It's an example of failed attempt, and there's been many through the years. Are these actual events or merely a dream? A memory or a glimpse of what is to come? Now, we come to Control finally, and Control reveal. We have Federal Bureau of Control, which is this secret government agency dealing with. Control? Ich weiß, dass das von den gleichen Leuten ist, aber ich wusste nicht, dass die Stories connected sind. Oder ist das Common Knowledge? Das. Hä?
sind connected. Okay, weird phenomena in the world, paranatural occurrences, altered world events. And we discovered that they actually came to Bright Falls to investigate after the events of original game. And so they know about it. Then in the downloadable episode called AWE, we have Alan Wake in a bigger role. Once again, the idea being that he is seeing glimpses of the real world, including FBC and FBC investigating. So he's bringing that into the story he's writing, kind of nudging and pulling, trying to have change reality so that FBC, in this case Jesse, the new director, would help him. Jesse Vaden could hear it. A call. It was faint, reaching for her from a dark place. We also kind of pick up with certain strands that kind of have happened in between. Alice starting to see nightmarish glimpses of Alan as a monster at their home. We obviously understand that, well, that sounds like Mr. Scratch. And she comes in to FBC to talk about this. And meanwhile, we discover that Dr. Hartman, having lost everything, but being obsessed about the lake and the dark place and fiction art used to change reality, goes into the lake and comes out as a taken. So he's turned into a monster. FBC has captured him, brought him to their headquarters to examine him. When Alice comes in to have these interviews about what's happening, somehow Hartman senses that and goes berserk. And then when the hiss comes in, it goes into Hartman and he already has the force of darkness in him, and this kind of like hybrid merges into something really, really monstrous, which is what Jesse will be facing or faced in AWE DLC. We also find some hints that, well, there is an Alex Casey, an FBI agent called Alex Casey, who is looking for Alan Wake and his disappearance and reaching out to FBC. They're wondering about it. Unfortunately, because there are casualties with Hartman and the whole sector is closed down, a lot of these strands on FBC side are left hanging. We don't know what happens to Alice. Clearly, FBC didn't follow up on that, so, and it's been years ago. We don't know. So these elements are still question marks. How this whole thing ends is that we see on monitors an alert of a new altered world events taking place at Cauldron Lake. They have their monitoring station set up there. Rocket Beans! Überfall! Da ist das Überfallkommando. Was geht, was geht, was geht? Rocket Beans. Rocket Beans. Danke, dass ihr hier seid. Ich bin gerade dabei. Ich will gleich anfangen, hier Alan Wake 2 zu spielen. Und ich schaue mir gerade hier noch eine Story-Zusammenfassung von Sam Lake himself an. Der Alan Wake 1, die DLCs plus Control und DLC nochmal zusammenfasst. Und ich kann nur so viel sagen, ich hätte es mir ehrlich gesagt komplett schenken können, weil ich weiß original, ich habe immer noch keine Ahnung. Was ist mit Mehl? Was ist da los? Wie war das Kochbattle? Wer hat gewonnen und was gab es zu essen? Wir brauchen mehr Mehl? Was ist hier los? Es war sehr mehlig, okay. Ich habe Mehl, kommt rum, ich gebe euch Mehl. Walle hat versagt. Das kann nicht sein, Walle versagt nicht. E-Mail. Okay, wir schauen noch hier ganz kurz das Ende von dieser Zusammenfassung. Ihr redet and now there is an alarm. There is confusion. There shouldn't be any alarm because this place is closed off, but somehow it's coming from the future. It might be a glitch. The date's all wrong, a couple of years in the future. Now we are in that future, and like you will see how that alarm comes to be in Alan Wake 2, and we are picking up the story from there. Definitely what has been going on with Alice and many other things.
Okay, also, ich habe nichts verstanden. Ehrlich gesagt, bin ich genauso schlau wie vorher. Aber das macht nichts. Ich glaube, das gehört bei Alan Wake auch so ein bisschen dazu. Aber ich erinnere mich, dass das mit ein Punkt war, warum ich auch den ersten Teil nie so, der hat mich nie so richtig gecatcht, weil halt alles so ein bisschen wirr war und ja, gameplay-technisch war es jetzt halt auch nichts allzu Besonderes. Aber wir geben jetzt dem zweiten Teil, der ja überragende Wertung überall kriegt. Ich glaube, Open Critic 91% oder so. Also sehr, sehr gute Bewertung. Und deshalb schauen wir jetzt hier rein in Alan Wake 2. Ich mache mich mal hier ein bisschen kleiner. Use Alan Wake 2 with your Epic. Mach doch. Spielen wir das mit Pet eigentlich? Ja, oder? So. Sieht ein bisschen. Ja, doch, das liegt hier. Textsprache. Man soll es auf Deutsch, auf Englisch spielen, habe ich gehört. Ich weiß nicht, wie die Sprachausgabe ist. Aber ich mache sie auf Englisch. Hä? Oh, sie geht gar nicht auf Englisch. Hä? Sie geht nicht auf Englisch? Okay. Wow. Ich komme nicht da oben auf Englisch. Das ist ja merkwürdig. Okay, lassen wir es auf Deutsch. Hoffen wir, dass es eine gute Synchronisation ist. Wieso ist der Mauszeiger da? Geh weg, Mauszeiger. Renderauflösung. Wir ballern alles hoch, oder? Wir ballern hoch. Wir ballern hoch. Was soll der Quatsch? Alles hoch. Raytracing Preset. Hoch natürlich. Path Tracing hoch. Alles hoch. Schön alles hochballern hier. Hoch, hoch, ultra hoch, 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 hoch. Ultra. Was ist hier noch? Qualitäts... Achso, das ist das. Okay. Bassabsenkung. Hyperakusis-Filter habe ich auch noch nie gehört. Untertitel, Sprechernamen. Nacktheitszensur. Ein, um Nacktheit zu aktivieren. Yes. Moment. Ein, um Nacktheit zu aktivieren. Ist doch richtig. Wir wollen Nacktheit.
Wir alle haben Hoffnungen und Erwartungen an eine Geschichte und suchen Antworten. Manchmal wäre es besser, mit dieser Hoffnung zu leben, als die ganze Geschichte zu kennen. Es gibt nur Opfer und Monster in einer Horrorgeschichte. Beides ist nicht erstrebenswert. Doch in diesem Genre kommt niemand unversehrt davon. Es gibt doch auch den Held. Ich habe mir die Geschichte anders vorgestellt. Diese Geschichte wird uns verschlingen. Die Geschichte ist ein Monster. Und Monster haben viele Gesichter. Stark, das ist wohl Raytracing. Sehr gut. Ich will ihn von vorne sehen. Geht nicht. Ist das der, das ist doch der Lake. Bitte, Hilfe. Löste mich. Oh. Was stört dich viel? Komm, wir sollten gehen. Schon weg. Und da bin ich wieder im Wald. Trägt er eine Hose? Ach so, und wenn ich habe aber Nacktheit doch nicht deaktiviert. Wo stand das? Ich habe doch Nacktheit aktiviert. Jetzt kann man es nicht mehr ändern. Wir wandeln in den Schatten.
Ja, Gott. Hemming. Was bin ich hier am Spielen? Beziehungsweise zugucken. Well. Hey, Kleine. Wie geht's dir? Alles okay, Mama. Und dir? Diese Dienstreise dauert doch etwas länger. Tut mir leid, dass ich so oft weg bin, Logan. Ach du meine Güte, Mama. Die Morde sind doch nicht deine Schuld. Was ist passiert? Alles für die Arbeit. Ja. Papa und ich haben uns hier nur die letzte Episode von Night Springs angesehen. Mama, sie ist so gut. Keine Spoiler. Na dann viel Spaß mit der Serie. Keine Spoiler, aber ich will jetzt schon nicht mehr die deutsche Synchro, sorry. Ich hab euch lieb. Keine Spoiler! Wer redet denn so? Und grüß Casey. Sag ihm, er soll nicht zu viel grübeln. Logan! Keine Spoiler! Tschüss, Kleine. Logan meint, lass den Kopf nicht hängen. Freches Kind. Ich frage mich, woher sie das hat. Es kann kein Zufall sein, dass eine Leiche auftaucht, sobald wir in die Stadt kommen. Ich habe das Gefühl, der Killer will uns was sagen. Ich bin froh, dass Sie mit mir an diesem Fall arbeiten. Ist genau Ihr Ding. Sie sollten das anleiten. Ich unterstütze Sie. Okay. Irgendwelche Tipps? Nichts, das jemanden aufmuntern würde. Da wären wir. Cauldron Lake. Gehen wir an die Arbeit. Eigentlich hätte schon jemand kommen und uns den Tatort zeigen sollen. Das Auto ist da, aber wo ist der Sheriff? Von einem Bären? Ich sehe mir die Karte an. Return 1. Sollten wir uns merken, bevor uns die Bäume verschlingen. Ich glaube, ich höre jemanden. Könnte unser... Ich muss mal gucken, ob ich die...
Also das nervt mich ehrlich gesagt, die Übersetzung. Es tut mir leid, Leute, aber ich mag's nicht. Ich hätte es gerne auf Englisch. Aber es geht nicht mehr jetzt, oder? Hey, hier drüben. Warte mal, stimmt. Ist gespeichert, ne? Ich will nicht nochmal alles neu machen, aber müsste eigentlich gespeichert sein. Vielleicht kann man es im Hauptmenü ändern. Optionen. Dann kann ich auch die Nacktheit wieder einstellen. Wo war das mit der Nacktheit? Was? Textsprache. Textsprache, meinen die damit Untertitel? Ah, ne. Okay. Verstehe. Untertitel speichern. So, und wo war die Nacktheit? Hier. Um Nacktheit zu aktivieren. Das ist falsch. Man darf es nicht checken. So. Wichtig, dass wir jetzt das mit der Nacktheit geklärt haben. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. You're the one who wanted to switch. I think I hear someone. I'm not walking all the way back Could down. be our deputy. I can go take a look. Wait. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Raker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, The federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Raker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case.
using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Die Falltafel ist eine Mentaltechnik, die es Saga erlaubt, Hinweise zu analysieren und mit der Untersuchung voranzukommen. Geringer Unterschied bei den Morden. Aufblähung ist die einzige Gemeinsamkeit der Leichen, aber nicht Todesursache. Du kannst jetzt die Falte. Lass mich doch jetzt mal hier da steuern. Jedes Opfer wurde 2010 als vermisst gemeldet. Keine anderen Gemeinsamkeiten. Ted Lane, Zahnarzt, Stichwunden, aufgebläht, Blutergüsse auf den Handgelenken. Wendy Davis, Lehrerin, aufgebläht, große Wunde auf der Brust. Percy Wolf, Ladenbesitzer, Blutergüsse, Herz entfernt, seltsame Tattoos. Ach, das ist der, den wir, glaube ich, am Anfang gespielt haben, ne? Das dürfte der sein. Alle Leichen weisen Blähung hin, tiefer Schnitt in der Brust, Herzfeld, Flecken auf Handgelenken und Beinen. Okay. Profil des Mörders, Postmortem, Tätowierung der Leiche. Die Mordopfer haben keine erkennbaren Gemeinsamkeiten. Das Thoraxtrauma ähnelt den Wunden einer Tierschlachtung. Okay. Ist hier noch irgendwas? I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down a hill to the crime scene. Okay. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Halt, stopp. Was ist das? Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Bright Falls, eigene virtuelle Backmeisterin. Die ganze Familie der kleinen Sally Upton brach einen Jubel aus, als sie an diesem Wochenende das große Spiel gewann. Hat sie Fußball gespielt? Tennis? Nein. In dieser schönen neuen Welt, in der wir leben, feuerte sie ihre Familie beim Spiel an, das nur auf der Datenautobahn existiert. Der Titel des Spiels lautet Mega Baking Star, bei dem Spieler versuchen, die leckersten Naschereien und süßesten Speisen für die virtuellen Preisrichter online zuzubereiten. Bright Falls möchte Sally zu ihrem großen Gewinn gratulieren. Hält eine Wanderung am Tag Depression fern. Es ist zwar ein sonniger Julitag, aber es ist nie zu früh, sich Gedanken über die düsteren Herbstmonate zu machen, denn man kann wenn man das große Ganze betrachtet, stehen diese todtraurigen Tage praktisch schon vor der Tür. Haben Sie schon Vitamin D getankt? Wahrscheinlich nicht. Aber für alle, die denken, es muss doch einen anderen Weg geben, gibt es gute Nachrichten. Wandern ist erwiesenermaßen unglaublich gut für das mentale und emotionale Wohlbefinden. Also gehen Sie raus und werden Sie aktiv. Vergessen Sie dabei nur nicht Ihre Taschenlampe, falls es dunkel wird. Vermisster Dobermann auf Wanderweg gefunden. Ein herzliches Wiedersehen gab es am Wochenende, als Mrs. Amanda Smith mit ihrem geliebten Hund Coffee Bean wiedervereint wurde. CB, wie ihn seine Besitzerin nennt, war seit 3 Tagen verschwunden und Mrs. Smith hatte Angst, dass sie ihren besten Freund nie wiedersehen würde. Als ich den Anruf erhielt, traute ich mein Ohr nicht, sagte sie. Ich muss mindestens 7 oder 8 Mal, gefragt haben, ob das ein Traum war. Es waren sogar 9 Mal.
Okay, sollen wir hier Clues finden oder was? Randale in den Ferienhäusern. Ein Unbekannter greift Urlauber mitten in der Nacht an. Am Sonntag an. Achso. Ein gemütlicher Abend mit Grillen und Angeln wurde am Samstag jäh gestört, als ein unbekannter Angreifer die Parkbesucher überfiel und in den Hütten für Chaos und Zerstörung sorgte. Bei dem Vorfall wurden 3 Personen verletzt, von denen eine in das örtliche Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Polizei von Bright Falls hat noch keine offizielle Erklärung abgegeben, ob der Angreifer noch auf freiem Fuß ist, und die Anwohner, sondern die Zeugen des Verbrechens waren deutlich erschüttert. Einer von ihnen sagte, gerade haben wir noch gelacht und Marshmallows gegrillt und im nächsten Moment hörten wir Schreie aus den Hütten. Wir wussten nicht, was los war, also riefen wir die Polizei und rannten in die Gegenrichtung, sagte Kurt Mill. Ein anderer Augenzeuge, der anonym bleiben möchte, meinte, es war, als wäre er aus dem Nichts ausgetaucht. Plötzlich fängt mein Hund an zu bellen und dieser Psycho kommt durch die Bäume gerannt. Ich glaube nicht, dass ich mich im Wald jemals wieder sicher fühlen werde. Ein Vertreter der Ferienhausvermietung, der anonym bleiben wollte, erinnerte die Kunden daran, wenn sie vorhaben, in diesem Sommer in unseren schönen Hütten zu übernachten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, da wir möglicherweise einige Reservierungen aufgrund des Zustands der Hütte, die Sie bei uns gemietet haben, umdisponieren müssen. Der Vertreter wies künftige und mögliche Gäste auf die wundervollen Einrichtungen hin, die in den Broschüren des Betriebs und der Webseite zu finden. Die sind wirklich schön. Auf dem neuesten Stand der Technik. Mein Neffe hat sie erstellt und ist ein echtes Computergenie. Ja, ganz schön viel lesen. Aber ich weiß halt nicht, ob man das machen muss oder nicht. Oder das relevant ist. Aber wenn Gronk jedes Buch in Baldur's Gate 3 vorliest, dann muss ich ja. Es erinnert mich ein bisschen an dieses... Wie hieß dieser Walking Simulator da im Wald? Wo man auch nur durch den Wald läuft die ganze Zeit mit dem Walkie-Talkie. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Firewatch, genau, dankeschön. Captain Robin. Firewatch meine ich. Mirror Peak. Der majestätische Berg. In der Ferne ist der Mirror Peak. Das Wahrzeichen oberhalb des Cauldron Lakes. Aus dem richtigen Blickwinkel betrachtet, spiegelt sich seine Schönheit auf der ruhigen Oberfläche des Sees. Raytracing in seiner ganzen verkehrten Pracht wieder. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Ist das eine Telefonzelle? Ja, tatsächlich. Can I make it, Mulligan? Wo ist er denn? Bin ich falsch? Wieso läuft er mir nicht hinterher? Ich denke, ich Be right back. bin doch hier der Chef. General Store. Warum folgst du mir nicht? Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So,
FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial Der hat doch Dreck am killers Stecken, das merke ich doch sofort. Shootouts with the mob? You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Let's just see this body, shall we? Ja. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. Body is positioned on the table. Ritualistic. Du hast dein erstes Schlüsselbild freigeschaltet. Platziere es auf der Falltafel im Gedankenraum. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Erinnert so ein bisschen an Heavy Rain, das Spiel, finde ich. Du kannst Hinweise an der Leiche sammeln, um die Untersuchung voranzubringen. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Und jetzt gehe ich wieder an die Falltafel. Neu entdeckte Hinweise können auf der offenen Frage platziert werden. Keep trying. Hä? Warum? Raff ich nicht. Wieso kann ich das jetzt dann nicht? So, okay. Heart removed from chest. Strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers?
someone left in a hurry. Was Knocked ist the das? tripod over. Ach, ein Tripod, ja. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Muss ich das jetzt da immer wieder an die Falltafel kleben oder was? Nope. Wieso nicht? Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Ich weiß nicht, ob ich in diesem Spiel das Drachenschwert finden werde, Leute. I'll be back in a second. Roger. Gucken uns hier alles ganz genau an. Wie so ein FBI-Detective. A creepy twig sculpture? Wonder what's inside. Confused, take a look around follow for a these way to steps. open this Wash thing. your hands, take the chicken out of the fridge, take a nap. Okay, haben wir natürlich die Kombination. Wash your hands. Take the chicken off the fridge. Take a nap. Okay. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Die Zeichen, okay.
Sehr detailliert auf jeden Fall die Grafik. Sieht cool aus. Okay, wash your hands. Ist das? Ja. Lasst euch das eine Meinung sein. Angeblich handelt es sich bei dem See um ein Caldera. Die Senkgrube, die ein Vulkan nach dem Ausbruch hinterlässt. Aber was, wenn das nicht stimmt? Was, wenn es etwas anderes ist? Etwas nicht Natürliches, sondern etwas Menschengemachtes. Geplant. Ich glaube, dass der See nicht entstanden ist, sondern dass er geplant wurde. Und er hat einen Zweck. Der See ist ein Versteck. Unter der stillen Oberfläche verbirgt sich eine geheime Maschinerie, die mit einem Knopfdruck aktiviert werden kann. Und die Leute mit dem Knopf, sie sitzen in einem großen Haus am See und bereiten sich vor. Ich weiß es. Erste Zeichnung, Wasserleitung. Echte Caldera ist aus dem Vulkan entstanden. Lava. Zweite Zeichnung, Wasser. Seltsame Maschinen. Hier noch irgendwas machen? L2 ist Zoom. Hey, Casey. What's the far's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the... A triangle. I don't get it. Yes, you do. Was steht da nochmal? Wash your Hände waschen, Fridge. Hände waschen, Fridge. Okay. Hände waschen ist das. Anderson. Fridge. Hey, let's get back to work over here, can we? Vergessen. Ah ja, okay. Don't take anything if you earn one of the trees. Was ist das? Jetzt habe ich mich verlaufen. Ah, okay. Did you get lost, Anderson? So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago.
think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Hier ist ja eigentlich die Taschenlampe aus. Also, die leuchtet nicht mehr. I had to review the clues. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Locked. They really don't want people coming in here. Hat die Taschenlampe Batterie oder warum geht die nicht mehr? Oder habe ich sie kaputt gemacht? Weil ich sehe hier auch nirgendwo Batterien oder so irgendwie, aber leuchtet nicht mehr. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Nun. Nice talking to you, too. Mach die Hütte auf! Welcome back, Anderson. Ja gut, wie geht's denn jetzt hier weiter? Ich verstehe nicht, was ich machen muss. Keine Interaktionsmöglichkeiten. Muss ich wieder in den Gedankenraum oder was? Untersuche den Tatort, erfahre mehr über den Mörder. Ja gut, aber wie denn? Oha. Na doch nicht. So, wo ist denn der Typ lang gelaufen? Hier, glaube ich, oder? I want to walk around for a minute. You know where to find me. Hier sind wir doch lang. Ach so, warte mal. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Dank ihrer Intuition kann Saga neue Hinweise durch das Profiling interessanter Personen gewinnen. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here?
From the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Da brauchst du aber auch echt eine große Wohnung mit großen Wänden. In meiner ersten Wohnung hätte ich den Fall nicht lösen können, so ganz ehrlich. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Du und dein UFO. Der ultimative Leitfaden zum Entdecken unidentifizierter fliegender Objekte. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books. But he really hates the movies. Manuskript. Ach ja, warte mal, war das nicht auch so in dem Spiel? Dass man die Gegner irgendwie nicht killen konnte, sondern nur langsamer machen konnte oder irgendwie so? War da nicht irgendwas? Genau, Dunkelheit wegmachen und dann... So geil, ich habe mich jetzt wirklich komplett verlaufen. Jetzt... Aha. Jetzt geht die Taschenlampe plötzlich wieder. Ach so, weil es dunkel wird wahrscheinlich, oder? Kann das sein? Dass es nicht dunkel genug war? Did you get lost, Anderson? Ja. Tatsächlich? One of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his... A witch with no heart.
A strange echo of Al murder. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. Ach ja, durch den Baum sind wir ja gegangen. There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Ich habe ehrlich gesagt nicht gewusst, dass Alan Wake so They ein come out from under the boulder. quasi Adventure ist. Ich dachte, das ist mehr Resi. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should wieder in inform den Nightingale about Gedankenraum this hier. page. Muss ja dauernd in diesen Gedankenraum. Was haben wir? I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Ist hier sonst noch was? We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside. The awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. In Nightingale verbirgt sich was. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Relevante Orte, Fälle erfassen, Objekte, was ich sage. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Hä, Moment, ist das jetzt eine andere Wand? Oder kann die einfach immer die Wände wechseln?
Ja, und jetzt? Oh. Ja, so ganz raff ich das noch nicht hier. Das ist... Wo mache ich das denn jetzt hin? Hier. Guck dir das an, jetzt ist da alles wieder weg. Das macht mich ja wahnsinnig, ganz ehrlich. Das kann ich ja nicht machen. The Mile High Strangler case. Proud of that one. So, was muss ich jetzt hier? Ich check es nicht. Was wollt ihr von mir? If only the rest of the Bureau knew what a softy Casey is. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Okay, wir gehen in die Hütte der Hexe. Das ist auch eine smart Taschenlampe, ey. Eine Taschenlampe, die nur leuchtet, wenn es dunkel ist. Aber nichts zum Interagieren hier tatsächlich. Da ist nichts bei der Hexe. Wie kann es sein, dass im Hexenhaus nichts ist? Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty hard to take it in. Also geradeaus, dann
links sort of dann volcano rechts. for her science fair. Cheating on a science fair? Geradeaus, dann That's links, almost dann a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. War ich hier schon? Nee. They left a lot of garbage. Not the fastidious type. Ich kann hier nix looten. Das macht mich wahnsinnig, ey. Auf der anderen Seite, bei Last of Us habe ich mich immer beschwert, dass man nur so, ja, die ganzen, ihr wisst ja, was man da looten kann. So diese Duct Tape und so. Aber wenigstens hatte man das Gefühl, es macht Sinn, mal in eine Schublade reinzugucken. Aber es ist auch sehr schwer, es mir recht zu machen. Ich gebe das zu, ich gebe das zu. Ja, das sieht alles geil aus und so, aber warum kann ich denn hier nicht irgendwie ein geiles Drachenschwert finden? I'll be back in a second. Roger. Fußspuren in der Gegend. Einige wurden von Meldern beschädigt. Nachts sind Jäger unterwegs. Wilderer, ich habe ein paar Schüsse gehört. Nicht von uns. Wir müssen ein Auge auf diese Leute haben. Aber Lufia 2 war auch geil. Lufia 2 habe ich durchgespielt. Im Super Nintendo. Klar. Lufia 1 natürlich auch. Ich bin ja nicht doof. Nein, hier. Jetzt geradeaus. Und dann links. Oh, Grandia habe ich sogar noch. Die US-PlayStation-Version. Hab ich aufgehoben. Fantastisches Spiel. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those Lufia big 1 puddles. gab es nicht in der EU. Crazy. Nee, das war noch bevor die ganzen Just like I said. JRPGs PAL-Releases gekriegt haben. Aber das konnte man ja auch als Import spielen. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Der Typ ist irgendwie strange. Schlüssel zur Abkürzung. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Gleich. Aha. Strom. Habe ich mir doch gedacht. Hey, Partner. Da war ein Stromanschluss. Das hast du gut rausgefunden. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson.
Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Hat man ihn im ersten Alan Wake gespielt? Da hat man doch Alan Wake gespielt, oder nicht? Hä? I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Aha. A lunchbox again. Who's leaving these out here? Jemand, der will, dass ich meine Waffen upgrade, offensichtlich. Was ist das? Nix. Auch nix. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod? For a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Er redet ein bisschen wie der Agent Smith aus Matrix. Sehr markig. Nein. Ob ich es noch lernen werde mit der Karte? Man weiß es nicht. Okay, nach links müssen wir. Aber wir gucken erstmal rechts. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Ich habe ein merkwürdiges Verhalten bei den Vögeln in der Umgebung festgestellt. Ich habe vorhin einen Trunkenbold durch den Wald torkeln sehen. Er hat sich ziemlich seltsam verhalten. Vielleicht war er auf Drogen. Ich habe jedenfalls Abstand gehalten. Ich sollte mir wohl einen anderen Platz suchen. Nachdem ich diesen verrückten Kerl gesehen hatte, beschloss ich, den Ort wieder zu wechseln und ein Stück den Berg hochzugehen. Ich habe einen fantastischen Aussichtspunkt zum Zelten gefunden, aber ich bin mehr an diesem Alaska-Zwiebelgras interessiert. Es bereitet sich zwar stark aus, ist aber essbar und überraschend lecker. Vor etwa 10 Minuten habe ich ein paar Wölfe oder Wildhunde gehört, doch sie klingen seltsam. Tollwut vielleicht? Ich will los, aber die Sonne geht unter und mein blödes Telefon ist tot. Ich werde mich im Zelt verstecken und hoffen, dass sie verschwinden. Etwas stimmt hier wirklich nicht. Das ist auch immer so typisch in so Horrorspielen, egal ob Resident Evil, The Quarry, wie sie alle heißen. Immer dieses Foreshadowing anhand von irgendwelchen Notizen oder so. In der Nacht habe ich laute Stimmen gehört. Das war wohl nur der Nachbar. Die Stimme ist wiedergekommen. Ich frage mich, was der Nachbar immer nachts macht. Heute Nacht war es still. Ich glaube, der Nachbar ist nicht mehr da. Hui. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner.
Alles abchecken hier. Ich bin ein guter FBI-Agent. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Ach, guck an. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. So ein bisschen auch Insomnia-Vibes von Christopher Nolan. Al Pacino. Guter Film. Bisschen zu lang. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Ja, sieht schon geil aus, das Spiel. Gerade hier mit Raytracing in dieses Herbstliche und so, muss man schon sagen, das ist schon hübsch. Guck mal, wie die Straße hier, das hier alles aussieht. Das ist schon sehr atmosphärisch. Ein bisschen fehlt noch so, Hey there. wie soll ich sagen, die stehen alle nur. Guck mal, jeder steht. Die steht. Die beiden da stehen, die drei. Okay, die tänzeln hier ein bisschen rum, aber stehen im Prinzip auch. Die stehen. Die beiden stehen. Der steht. Oh dear. You. Das Auto hier steht. Das ist unglaublich. Als ob Eddie immer läuft. Fair enough. Ich versuche eigentlich möglichst immer zu sitzen. Aber ist das Biff? Hey there. Okay, hier haben wir den Mörder gefunden, Leute. Wenn das nicht der Mörder ist, dann weiß ich auch nicht. Guck doch mal bitte in die Augen. Wow. Kannst du direkt festnehmen. Mörder komplett ins Gesicht geschrieben. Guck dir das an, die leeren Augen. Kommen Sie mal mit. Kommen Sie mal mit. Bitte. Hallo, FBI, Agent Sage, bitte einmal mitkommen. Gucken Sie mal hier. Gucken Sie mal bitte in meine... Kann ich mal ganz kurz... Okay. Das ist nicht ansprechbar. Die sind ja alle auf Drogen in der Stadt. I'm gonna go check something out. Guck mal Be hier. right back. Mehr Leute, die rumstehen. Entschuldigen Sie, darf ich Sie mal was fragen? This city clean, if not I. Who else to protect its citizens from the dangers of unsanitary conditions? Okay, good talk. Hier stehen wieder welche. Hi. Hier, man kann nicht interagieren mit denen. Das ist alles nur Kulisse. Nope. Das sieht schon schön aus. Guck mal hier. Should be allowed at this year's bake sale. For those of you just tuning in, you're listening to the Pat Maine Radio Hour, brought to you by Davis Family Moose Jerky.
And boy, what an eventful day here in Bright Falls. By now, we've all seen the FBI setting up shop in town. I'm sure you're all asking the same question. A pretty nice day to be working outside. I don't envy the guy stuck on desk duty. This is where the action is. Okay. Careful crossing the road. Jaywalking. The bane of my existence. Kann ich nicht interagieren. Okay, das ist alles nur Kulisse. Ich würde sagen, da ist jetzt sauber. Ich muss putzen. Immer weiter putzen. Putzen, putzen. Bis es sauber ist. Putz, putz, putz. Okay. Creepy. Welcome back, Anderson. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Alter. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's Bisschen komische Akustik, oder? Das Gespräch von da draußen. Hörst du jedes Wort und hier drinnen ist es einfach ultra leise. Have some pie. I'll take your mind off things. So stelle ich mir übrigens die GTA 6 Grafik vor. Nur in der Open World dann halt. How can you be so calm? Corpses are part of the job. Can't dwell on it too much. Hier fehlt mir so ein bisschen atmosphärische. Das ist einfach weird, dass es so leise ist hier drin. Es wirkt, als ob das Spiel nicht geladen wurde. Wisst ihr, was ich meine? Deshalb beschwere ich mich auch, dass die alle rumstehen. Das ist ein bisschen. Vergleich das mal, wenn du in Cyberpunk irgendwo bist, was dafür, da kannst du die Atmosphäre, also ich meine, es sieht mega geil aus, die Grafik finde ich richtig nice, aber hier könnte irgendwie ein bisschen irgendwas stattfinden. Oder? Hey, how's it going? Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks.
They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Er hat alles gesehen? What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found her. The whole thing was terrifying. That's all. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Mhm. Das wollen wir uns doch mal genauer im Profiling angucken. The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. That concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. Moment, die hat das Radio aufgenommen? Just tuning in, you're listening to the Pat Maine Radio Hour, brought to you by Davis Family Moose Jerky. This mug always cheers me up. My first ever prank on Casey. A true classic. Ach so, ich muss den... Warte mal, ich muss den Case wieder ändern, ne? Hier. Warte. Die Morde am Cauldron Lake? Mord am Cauldron Lake. Das ist natürlich auch... We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Ich sag euch, die ganze Stadt hat Dreck am Stecken. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. That's not right. Right. Also, dieses Anheften, ich verstehe, was damit gemacht werden soll, so dass man so ein bisschen Detektivarbeit machen soll, ein bisschen FBI-Arbeit und so, verstehe ich, finde ich auch cool. Aber die Kategorisierung und wie das hier so irgendwie, weiß ich nicht, das ist so, es ist okay, aber also so richtig Spielspaß ist das auch nicht. Da irgendwelche Sachen auszuwählen, an die Wand
zu kleben. Der Besen. Der Besen, Leute. Entschuldigung. Ich hab's euch gesagt. Wenn das nicht ultra verdächtig ist. Rest easy, buddy. Okay. Das ist alles, was hier im Raum ist. Es scheint fast so. Wellness Center, Herrenhaus. Das scheint recht groß zu sein, das Spiel. Irgendwie größer, als ich gedacht habe. Also es macht schon Spaß. Es ist so ein richtig schöner Kriminalfall. I need something to force Bislang this open. zumindest. Der Mörder muss hier gewesen sein. It won't open. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Okay. Told you not to keep that thing to me. Wow, einfach mal sowas von einem Thanks. This could prove to Mordopfer. be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Die hat auch Dreck am Stecken. Like we'd even dream of missing dear Oh God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. Man kennt sich. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Das war aber nicht so nett von der Barkeeperin. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Ich muss schon sagen, wie flüssig das so in Dialoge übergeht.
Und wie gut das aussieht, wenn die so sprechen, das ist schon alles sehr natürlich. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious, but soon enough there'll be lots of happy people. Ich meine, vergleich das mal mit Starfield, wenn du einen Dialog machst und dann kommt wieder so ein NPC, der so halb tot immer in der gleichen Perspektive in die Kamera guckt und jede Immersion tötet. Das ist hier schon echt irgendwie so richtig schön natürlich. Es wäre noch schöner, wenn man mit den allen reden könnte, auch wenn die nur irgendwie was sagen würde. Hey, need my coffee. Oder so, damit das ein bisschen lebhafter alles ist. Aber ich finde es trotzdem... Man hat schon das Gefühl, wirklich in dem Örtchen zu sein. Let's go. Das ist schon ein Well, Casey, interessanter Flow. I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in I'm the looking at you. I'm looking at you. We're not gonna find out you're the grand I'm wizard or seeing you. something, Are we? I played some D&D back in the day. And you. Wizard was always my favorite. And you. Sheriff, looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws the crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Mhm. Alle verdächtig in diesem Dorf. Das ist ja ein Kult. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. I'll be right with you. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Yep. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Das sieht schon echt geil aus, das Spiel. Also es ist schon... Ich kann nicht satt sehen. No speeding happening here, I see. Sir, some patience, please. So Leute, ich mache jetzt Schluss. Speichert er das automatisch? Ja, ne? Leute, ich mache jetzt Schluss. Es ist spät. Ich bin müde. Ah,